Die Erweckung der Nagarwadu, eine lehrreiche Geschichte. In den Zeiten von Kotamputa lebte eine äußerst berühmte und bezaubernde Frau namens Samarpali. Ihr Ruhm war so weitreichend, dass vor den prächtigen Toren ihrer Gemächer stets goldene Streitwagen verweilten. Selbst mächtige Könige mussten geduldig ausharren, um sie zu treffen. Samarpali war eine Kurtisane, doch ihr Wohlstand war derart, dass sie ganze Königreiche hätte erwerben können. Hinter dieser äußeren Schönheit verbarg sich jedoch ein leidendes Herz, denn tief in ihr schlummerte auch eine schöne Seele, die sich nach Liebe sehnte. Die Menschen nannten sie Nagarwadu, was so viel bedeutet wie die Frau, die das Herz der ganzen Stadt berührte. Eines Tages stand sie auf ihrer weitläufigen Terrasse und erblickte einen jungen buddhistischen Mönch. Dieser besaß nichts als eine schlichte Bettelschale, doch seine Präsenz strahlte eine tiefe Achtsamkeit und Anmut aus. Der Anblick faszinierte Nagarwadu zutiefst. Sie eilte zu ihm hinab und sprach: »O Mönch, bitte nimm meine Speisen in meinem prachtvollen Zuhause an.« Der Mönch, von einer inneren Ruhe durchströmt, akzeptierte die Einladung. Nachdem sie ihn mit köstlichen Speisen bewirtet hatte, sagte Nagarwadu: »In 3 Tagen beginnt die Segenszeit und ich lade dich ein, für die kommenden 4 Monate in meinem Haus zu verweilen.« Buddhistische Mönche pflegen während der Regenzeit an einem Ort zu bleiben. Bevor der junge Mönch die Versammlung erreichte, erfuhren seine Mitbrüder von der Einladung und eilten zu Buddha. Besorgt berichteten sie, dass Nagarwadu ihn eingeladen habe und es sei nicht angebracht, dass ein Mönch in einem Haus einer Kurtisane lebt. Buddha sprach ruhig: »Schweigt und lasst ihn kommen.« Als der Mönch vor Buddha stand und ihm die Geschichte erzählte, erlaubte Buddha ihm sein Gesuch mit einem sanften Lächeln. Dies schockierte die anderen Mönche, doch Buddha erklärte: »Ich vertraue meinem Mönch. In seinen Augen lag keine Begierde.« Die anderen Mönche waren empört, aber Buddha beruhigte sie: »Wartet 4 Monate ab.« In dieser Zeit gingen Gerüchte dass Buddha zu viel Vertrauen setze, da Nagarwadu zu schön sei und der Mönch zu jung. Nach 4 Monaten kehrte der Mönch zurück und berührte Buddhas Füße. Ihm folgte Nagarwadu, die ebenfalls Buddhas Füße berührte. Sie gestand: »Ich habe mein Bestes getan, um diesen jungen Mönch zu verführen, doch es war vergeblich. Stattdessen überzeugte er mich durch Achtsamkeit, dass wahres Leben nur darin besteht, sich selbst zu erkennen. Jetzt möchte ich all meinen Besitz der Gemeinschaft deiner Anhänger schenken.« Es wird berichtet, dass Nagarwadu später eine der erleuchteten Frauenmönche unter Buddhas Anhängern wurde.